Ciao zusammen, ich bin der Morris von Rooftop Sailors. Willkommen zu unserer Album-Doku. Ready? Für unser Album aufzunehmen, sind wir von der Schweiz nach Rothenburg an der Fulda gefahren und nach 6 Stunden sind wir dann in unserer Unterkunft angekommen. Hier sind wir in der Pension Wagner, wo wir übernachten. Die Unterkunft ist nicht weit weg von hier. Dort übernachten wir eigentlich nur. Wir starten jeweils morgens um 9:30 und fahren ins Studio, wo wir dann alle zusammen zum Morgen essen und dann in den Tag starten und an unserem Album arbeiten. Hallo, willkommen zur Studio Room Tour. Hier haben wir den Regieraum. Da ist der Frieder gut am Bützen. Und dann hier im Gang machen wir oft auch so hallige Raumsachen, weil, wie man vielleicht hört, sind hier ziemlich halbig. Dann hier ist so der Main-Aufnahmeraum. Der Roomsound hier ist formidable. Dann noch das letzte, der Aufenthaltsraum mit dem Esstisch und mit dem Grümpelhaufen. Also wir waren bis jetzt die letzten 2 Produktionen bereits in Deutschland, weil einerseits auch unser Produzent aus Deutschland kommt und weil wir auch einfach allgemein mehr Möglichkeiten hatten in Deutschland. Und wir sind jetzt das erste Mal in den Toolhouse Studios. Das ist ein Studio, wo sehr viele Bands haben Sachen aufgenommen haben, die wir cool finden und wo wir auch den Sound von ihnen cool gefunden haben. Und entsprechend haben wir auch jetzt so kleine Doku-Sachen und so gesehen von so Bands, die das Gefühl haben, so Toolhouse, das wäre es vom Equipment her, vom Live-Room her, weil wir einen grossen Live-Room brauchen, weil wir alles live einspielen. Und einfach alles hat für uns sehr gut gepasst, das Toolhouse. Bevor wir hier im Studio gelandet sind, ist schon ziemlich viel passiert. Wir haben insgesamt etwas um die 20 Songs geschrieben, haben die dann vorproduziert und schlussendlich haben wir jetzt 11 Songs zusammengepackt für unser Debütalbum Kaleidoscope. Jetzt fragt man sich vielleicht, warum Kaleidoscope. Der Name oder der Titel ist in meinem Kopf schon mega lang herumgegeistert und ist noch im Entscheidungsprozess, wie wir unser Album nennen wollen, immer wieder auftaucht. Und wir haben dann gefunden, es passt eigentlich sehr gut, sowohl lyrisch, weil die Texte das mal viel gesellschaftskritischer sind. Und wie zeigen, dass wir hier in Europa und in der westlichen Welt wie durch ein Kaleidoskop schauen und eine verzerrte Realität wahrnehmen. Als auch das, es stellt wie unseren Sound dar, weil es komplex ist und verschachtelt. Innerhalb des letzten Jahres haben wir dann mit unserem ganzen Songwriting-Prozess für das Album angefangen. Also, das ist eigentlich immer ziemlich verschieden, wie wir Songs schreiben, aber das fängt an, dass irgendeiner von uns 4 eine Idee hat. Jetzt für das Album, ich habe da vielleicht ein bisschen mehr Input gegeben und schon halbe Songs aufgenommen, oder Nevio oder der Adi. Das wird dann dem Rest der Band vorgestellt. Und meistens gibt es dann irgendeinen Teil, den alle cool finden und dann nimmt man den raus, übernimmt mehr oder weniger von der Grundidee und baut dann zusammen den ganzen Song um das herum. Nachdem wir dann alle Demos aufgenommen haben, haben wir die alle unserem Produzenten, Frieder Dös, geschickt, haben die dann über Zoom und über das Internet mit ihm vorproduziert, wegen der ganzen Corona-Situation, und sind dann mit den fertigen, vorproduzierten Songs ins Studio gegangen. Wenn wir dann ins Studio kommen, richten wir uns eigentlich genau gleich ein, wie wir auch im Bandraum zusammenspielen oder auch live zusammenspielen. Und tracken zuerst mal alles live. Und das bedeutet, dass wir alle in einem Raum innen sind
mit Adi den Drums, den beiden Gitarren und Xandi im Bass. Und das ganze Instrumental, so wie wir es geübt haben, so wie wir es geschrieben haben, einfach alles reinfetzen. Live-Tracking machen wir, weil es den stärksten Sound wiedergibt, wenn wir alle zusammen spielen. Also zusammen sind wir eigentlich am stärksten als eine Einheit. Und wir haben eine gewisse Energie, die wir abbilden wollen in unseren Recordings. Und das bekommen wir nur her, wenn wir alle zusammen live den Song durchspielen. Den Sound der Rooftop Sailors macht in meinen Augen in erster Linie aus, dass es hauptsächlich eine Liveband ist und genauso produzieren wir das Ganze auch. Schmeiß die Band in den Raum und lass sie ihr Ding machen. So, die machen das gut, die spielen super zusammen, die sind super tight. Das funktioniert alles schon sehr, sehr gut und von da an muss man eigentlich nur noch drauf aufbauen. Das heißt, wir nehmen die Live-Tracks, suchen uns die besten Takes und überlegen dann, was braucht es, um den Vibe noch mehr nach vorne zu bringen. Sei es mit Gitarren-Overdubs oder ein paar subtile Synthes, Percussions. Das ist eigentlich nicht viel anders als bei jeder anderen Produktion auch. Mit dem Unterschied eben, dass alles live ist und dadurch einfach schon eine Soundvorgabe sehr klar ist. Und man diese Basics hat und darauf fängt man dann aufzubauen. Ich denke, das Ziel ist es, die Band möglichst gut abzubilden und dem Hörer irgendwie klar zu vermitteln, okay, das ist eine Liveband, die spielen auch live und dass es daran auch keine Zweifel gibt. Also wir sind gerade in der Regie Overdubs aufnehmen für Arbeitstitel Money. Und wir machen jetzt hier DI-Gitarren so richtig verzerrt über einen Preamp. Und dass es alles viel fetter tönt und so griffig wird und so, tun wir das Riff einfach nochmal doppeln. Voll. Und der Morris ist in der Hot Seat. Yeah! Viel fetter. Die Overdubs machen wir, indem wir viel mit Sounds experimentieren. Meistens haben wir schon im Voraus Ideen durch irgendwelche Sounds, die wir rausgetüftelt haben und so. Oder wissen wir genau, dort könnte das passen und das wird dort mega gut funktionieren. Und nachher wird einfach bröbelt, ähnlich wie in Mad Scientist Kitchen. Und jeder einzelne Turn of a Knob ist mega essentiell bei dem. Aber das wäre einfach... Nee, die Basstöne sind B-Flat. Der zweite, also es macht zuerst. Ja, Und dann? und dann das G. Und dann G-Dur. Genau. Aber ich habe das Gefühl, dass der G-Dur erst ganz am Ende richtig aufgelöst wird, oder? Vielleicht brauchen wir jetzt einen anderen. Ja, Das genau, sind nur das wollte ich jetzt den- auch vorschlagen. Das ist nur den Ja, Ton. split mal. Wir müssen dort nochmal übertragen.
Darum haben wir jetzt den anderen auch geschnitten. Nein, der ist nicht geschnitten. Das ist auch ein bisschen besser gebunden kriegen, weißt du? Ja, ist ja immer klein. Wir sind jetzt in der Vocal Booth, im Gesang aufnehmen. Das hier ist das Main Vocal Mic und das hier ist das Backing Vocal Mic. Aber für diesen Song haben wir es gut geswitcht. Nachdem wir die Overdubs machen im Studio, kommen dann die Main Vocals dran und dann die Backing Vocals. Und die Main Vocals machen natürlich was vielleicht anders ist als die anderen Mal, ist, dass ich die letzten paar Mal ein Problem hatte mit der Stimme, einfach weil es eine extrem hohe Belastung ist, weil ich nie so viel am Tag gesungen habe. Und darum habe ich mich das Mal ein halbes Jahr lang darauf vorbereitet und jeden Tag Übungen gemacht, aufgehen, rauchen und so. Und ja, und jetzt klappt es eigentlich ziemlich gut. Ich tue mich auch immer so 1 Stunde, 1,5 Stunden lang einsingen, bevor wir den ersten Take machen. Noch viel krasser ausufern eigentlich. Na, 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 na. Weißt du? Let's go. Ich singe hier Seki Backing sein und für die habe ich meine Eier daheim gelassen, weil sie so hoch sind. Wenn er Xanti die Main Vocals eingesungen hat und das alles im Kasten ist, gehen wir nachher mit Backings dran, mit Backing Vocals. Das ist auch eines, glaube ich, von unseren Markenzeichen, dass wir mehrstimmig singen und das wollen wir auch prominent in den Songs haben. Und in der zweiten Hälfte wirst du zu sehr. Am Anfang hast du das voll cool weich und in der zweiten Hälfte klingt es nicht mehr weich. Okay. Ja, also wenn das alles durch ist, die ganzen Overdubs, die ganzen Special-Geschichten und so weiter, nehme ich das mit nach Hamburg, editiere noch so ein paar Sachen und dann mische ich das in meinem Studio in Hamburg und dann geht's ab ins Mastering. Das war es eigentlich schon. Das mache ich nicht selber, das gebe ich immer ab und dann ist die Platte auch schon fertig. Ja, ist richtig geil. Der ist schön. Ich bin so froh, haben wir den Der ist gemacht. schön. Ah, nice. Ich bin auch froh, haben wir den noch. Jungs, So, das geil. ist ein Meisterwerk, was Geil. wir da zusammen gemacht haben. It's fucking done. Yes, Brudi auch. It's fucking done. Ja, hure Freude. Das macht richtig Bock. Das ist so geil. Morgens mal an. So geil. Oh Mann, ey. We got it, guys. Nach dem ganzen Prozess, wo ich jetzt insgesamt ungefähr 2 Jahre und sehr viel emotionale und andere Ressourcen hat gekostet, freuen wir uns mega drauf, dass wir jetzt das Album rausgeben können und euch allen zeigen können.
Ja, eine schmolken und dann Nein, aufräumen. Und ein Bier aufmachen, Ja. anstoßen. Nochmal Money hören? Ja, nein.